So, hallo und herzlich willkommen zu meinem 2.5D 3D Sidescroller Plattformer. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet, das ist das, was wir die nächsten Abschnitte mal erledigen möchten. Ich baue natürlich die Gehwege ziemlich kurz. Es wird hier schon ein Schwert geben. Du kannst es natürlich später wesentlich komplexer verstecken. Wir werden auch noch Icons benötigen. Ich würde sagen, vielleicht wenn man einen Endboss irgendwie mal kaputt macht, dass man dann auch den Wall Jump bekommt oder definitiv auch mal durch diese Röhre kann mit der Graffiti-Geschichte, und dazu können wir uns natürlich auch noch wieder extra Icons überlegen. So, ich zeige jetzt einfach mal her, was ich gemacht habe bis jetzt. Das heißt, man kann jetzt hier wieder ganz normal im 2D-Modus laufen. Ich kann jetzt hier auch drüber springen, und wenn ich hier reinspringe, dann lande ich an meiner letzten Position und mir zieht es 10 von der Energie ab. Das bedeutet, ich kann hier nicht schummeln und natürlich auch dementsprechend nicht im 3D-Bereich, der mir hier auch angeboten wird. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier reingehe und natürlich kann ich runterfallen, ich muss natürlich in diese Richtung rein und jetzt möchte ich da praktisch irgendwie rein, dann funktioniert das Ganze nicht mehr. Und dann habe ich natürlich auch abgeriegelt, dass man hier rüber springt. Das geht auch nicht mit einem Gravity Boost. Da ist natürlich auch noch ein Block mit drin, weil sonst könnte man an der Stelle ja schummeln. So, dann gehe ich wieder raus und dann gehe ich mal darüber und hier habe ich einfach mal nur eine Animation von diesem Monster reingesetzt. Aber das reicht aus. Ich komme jetzt an der Stelle jetzt einfach mal nicht weiter. Das müssen wir dann einfach noch ausarbeiten. So, jetzt gehe ich da einfach nochmal rein in meine 3D-Geschichte und jetzt kann ich hier praktisch mal auf das Boot und dann kann ich hier hoch, dann kann ich hier rüber und jetzt sieht es schon weit weg aus, das heißt, ich nehme auf jeden Fall mal einen Gravity Boost, um darüber zu kommen. Dann habe ich hier ein kleines Problem mit dem Tierchen, aber das können wir im Ducken normalerweise schnell erledigen, und jetzt hätten wir auch schon ein Schwert in der Hand. Natürlich können wir noch aktuell nicht zuschlagen und auch keine Melee-Attacken ausführen. So weit, so gut, das werden wir jetzt Schritt für Schritt schon mal vorbereiten und aufbauen. Du kannst, wie gesagt, dein Level so gestalten, wie du magst, mit deinen Assets. Wenn du die gleichen genommen hast, dann kannst du es ja ein bisschen mit mir mitmachen, weil wie gesagt, ich mache die Wege einfach, um diese Gimmicks dazu zu gewinnen, weil sonst werden wir hier zu viel Zeit verschwenden. So, dann fangen wir einfach mal an und werden von unserem Level 1 Map einfach mal eine Sicherungskopie machen. Nicht, dass wir irgendwas bei unserem Level Design zerstören. Das heißt, wir gehen hier auf unsere Map und dann File und dann Save Current Level As, und wir sind im Folder Maps, den haben wir uns ja schon mal angelegt, und das ist mein Level 1 Map. Ich nenne es einfach mal Bug. So, jetzt aufgepasst, wir haben natürlich jetzt unseren Level 1 Map Bug geöffnet. Das bedeutet, wir werden wieder unseren ursprünglichen Level öffnen. Also Open Level und dann Level 1 Map, und wenn was passiert, können wir immer wieder auf unser Backup zurückgreifen. Zuallererst würde ich sagen, benötigen wir mal Wasser, und jetzt schauen wir einfach mal bei All Content im Search Content nach Water. Und ich denke, da werden wir nicht so richtig glücklich damit. Wir haben hier verschiedene Materialien natürlich und dementsprechend kommt das von dieser Low-Poly-Geschichte. Das machen wir uns jetzt mal auf. Da sieht man schon klar, das kommt noch aus der 4er Version, aber klar, Low-Poly ist Low-Poly, und ich denke, da können wir uns was Schöneres aussuchen. So, und an dieser Stelle würde ich vorschlagen, also das gab es mal umsonst, seit FAB ist es leider auf $40. Da ändert sich auch nichts an der Personal License, und dementsprechend habe ich mich jetzt für diese Waterplanes entschieden, die sind free, und wir wollen ja auch GPU und CPU sparen und deswegen einfach auf Add to my Library. Gut, dann rüber auf unseren Epic Games Launcher und dann dementsprechend die FAB Library aktualisieren. Wie gesagt, ich muss nicht mehr. Dann dem Projekt hinzufügen. Ich muss natürlich wieder auf alle Projekte anzeigen, da ich ja mit der 5.5 arbeite, und dann gebe ich einen Side-Scroller und ich wähle meine Production-Geschichte aus. So, die Version 5.5 steht wie üblich nicht zur Verfügung. Ich habe lediglich die höchste 4.25. Okay, dann nehmen wir die. Wir sprechen ja lediglich über Ocean und Lake Plains. So, dann wird das Ganze dem Projekt hinzugefügt, und dementsprechend, wenn wir uns das wieder anschauen, sind wir dann auch schon praktisch mit der Geschichte integriert, und dann können wir mal auf Waterplane gehen und dann gehen wir einfach mal, was gibt es hier schönes, Maps, Lake, Level, Meshes,
Dann machen wir einfach mal ein Mesh, okay, das wird einfach so eine Plane sein und dementsprechend gibt es hier unter Ocean, gibt es auch diverse Blueprints, BP Ocean Water zum Beispiel und das können wir uns einfach mal hier so reinziehen und dann sehen wir schon, dass wir unser Wasser drin haben mit ein bisschen Schaum. Du kannst natürlich auch das Water Plugin verwenden, weil da wäre ja auch das Buoyancy dabei, wo man auch Objekte schön drin schwimmen lassen kann über die Gerstner Waves, aber das ist ja auch noch in der Beta und wie gesagt, wir wollen ja ein bisschen Kraft sparen vom Rechner. Wir haben ja andere Sachen zu tun an dieser Stelle. So, jetzt schauen wir mal, wie wir unsere Waterplane ausrichten. Ich würde sagen, wir werden die ein bisschen größer machen. So, Vorsicht, man kann sich hier drüben im Detail nicht scalen. Man muss hier unten arbeiten. Das wird wahrscheinlich auch wieder über das Construction Script gesteuert. Das kennst du ja aus vorherigen Kapiteln. Und da machen wir jetzt einfach mal 150 und 150. Das wird uns definitiv nicht wirklich schaden. So, ich schalte jetzt hier oben einfach mal ein, auch die Show Frames per Second, damit wir dann auch wissen, wie wir stehen und wo eventuell noch was zum Nachkorrigieren wäre. So, dann haben wir das Ganze hier schon mal so drin und dann sollten wir an der Stelle das natürlich ein bisschen rutschen. Ich würde sagen, wir laufen ja von links nach rechts. Dann würde ich das Ganze vielleicht eher ein bisschen so nach oben ziehen, sodass es dann praktisch nach hinten ein bisschen mehr Horizont hat. Aber wir können das Ganze natürlich wechseln, wann immer wir wollen. So, an dieser Stelle würde ich dann einfach mal beginnen mit dem Boot. Das haben wir in unserem Low Poly mit drin, aber ich gehe einfach mal auf Ship. Dann können wir das Ganze uns gleich raussuchen. Wir stellen es uns mal rein. Es ist ein bisschen groß geworden. Ich schaue es mir jetzt erstmal an, wie rum ich das reinstelle. Okay, ich würde mal sagen, der Parkmodus ist in dieser Richtung und dann dementsprechend schiebe ich das ein bisschen rüber und runter und auch ein bisschen weiter nach hinten. So, dann haben wir das schon mal so drin. Das heißt, müssen wir uns entscheiden, wie tief das natürlich im Wasser liegt und dementsprechend wird das wahrscheinlich auch noch ein bisschen so um die Ecke so sein. So, gut, dann an dieser Stelle werden wir auch unser Supergrid erweitern. Wir sind hier gecentert, das heißt, wir haben gar kein Problem. Wir schieben einfach die ganzen Achsen noch ein Stück weiter raus und dann ziehe ich das Ganze noch ein bisschen mehr rüber, dass ich vielleicht hier beim Boot so starten kann und dann nehme ich den Player Start, den schiebe ich mir einfach rüber. Da muss ich auch keine Ende-Taste mehr drücken, weil da weiß ich ja schon, dass der in der richtigen Position ist. So, dann gehen wir einfach mal auf Play und dann sehen wir schon, dass wir jetzt sozusagen Walking over Water machen. So, und jetzt trenne ich mich mal von dem Suchbegriff und gehe mal in meine LPS Deluxe hinein. Da war ja auch mein Schiff mit drin und da haben wir hier auch die Meshes. Und da können wir uns das Ganze dann auch mal raussuchen. Wir haben hier Plattform, okay, die sind auch nicht so schlecht, dass man die später mal verwenden könnten. Und dann haben wir hier noch die Beach-Geschichte. Ich gehe hier mal rein und hier haben wir unser Beachdock, also unser Static Mesh Beachdock. Und jetzt achte ich wieder drauf, dass mein Default sozusagen hier selected ist, also blau aufleuchtet und ich möchte das Ganze dann bei der 500er Ecke hier sozusagen mal integrieren. So, dann kann ich da den Steg schon mal reinlegen. Man sieht, man hat hier eine sehr, sehr schöne Auswahl. Der hat sehr, sehr lange Stelzen. Ich denke, das ist so schon mal ganz süß. Und jetzt müssen wir das Ganze einfach nur noch mal begutachten, weil der ist ja auch gesendert, so wie es aussieht. Und ich gehe hier mal mit der Camera Speed einfach mal auf 1, dass ich ein bisschen sauberer arbeiten kann. So, das Einzige, was ich jetzt natürlich noch überprüfen muss, Doppelklick mal drauf und dann klinke ich es hier oben ein. Ich möchte einfach mal Number of Collision Primitives, haben wir hier 7 an der Stelle, die möchte ich mir mal anzeigen lassen. Das heißt, ich gehe hier mal Show Simple Collision und da sind sogar die einzelnen Stegstützen mit integriert. Ich würde sagen, ja, das müssen wir fast, sonst können wir hier nicht durchlaufen. Okay, dann lassen wir das so stehen, das ist in Ordnung und dann würde ich sagen, kopieren wir uns die Sache einfach mal durch. Das heißt, ich nehme das hier mal beim X-Error und dann die Alt-Taste und dann schiebe ich mir das rüber. So, ich habe aktuell ein Raster von 5, vielleicht sollte ich mal wieder auf 10 gehen. Jetzt schaue ich mal, wie nah liege ich denn da dort, dass das so ungefähr mal stimmt. Ich gehe jetzt hier oben einfach mal wieder auf die 10 und dann versuche ich mein Glück mit der Alt-Taste und gehe dann dementsprechend so rastermäßig einfach mal durch.
So, gut, dann habe ich die schon mal, dann kann ich mir die drei hier drüben im Outliner mal auf einmal selektieren und dann mache ich an der Stelle wieder die Alt-Taste und dann schiebe ich die wieder so durch. So, dann schaue ich mir natürlich die Schnittpunkte an, ob die einigermaßen in Ordnung sind. Sieht soweit ganz gut aus. Jetzt muss ich da leider ein bisschen weiter weg wegen meinem Gizmo. Da kannst du natürlich auch so ein bisschen mit Lücke lassen. Ab und zu lasse ich es mal so. Das ist jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, die Feinarbeit kannst du dann später selber vornehmen. So, dann kopiere ich mir das wieder durch und so dementsprechend dann anhand meiner Prototyping Supergrid-Geschichte baue ich mir dann eben meinen Steg hier so mal auf. So, dann mache ich noch eine letzte Kopie, dann ziehe ich es wieder nach hinten und dann dementsprechend versuche ich es hier einigermaßen gut anzudocken. Das heißt, ich gehe noch ein bisschen raus. Ja, so ungefähr würde ich sagen, kann man das schon lassen. Gut, du kannst es natürlich viel detaillierter und feiner positionieren. Mir geht es jetzt nur mal darum, wie man das Ganze dann sozusagen schon mal umsetzt. So, jetzt können wir sagen, wir heben das Wasser noch ein bisschen an. Das können wir auch. Wäre vielleicht auch eine gute Idee. Nehmen wir mal das Wasser und gehen noch ein Stück hoch, dass der Steg vielleicht nicht gar so Stelzen hat und so stelzig aussieht. So ist es doch ganz vernünftig. Und dann müssen wir uns nur noch ums Boot kümmern und sagen vielleicht, ja gut, liegt eigentlich gar nicht so schlecht drin. Lassen wir das Ganze einfach mal so stehen. Gut, dann können wir unten auf unser Supergrid gehen und dementsprechend können wir natürlich das Ganze dann auch mal löschen, wenn wir wollen. So, dann ist das schon mal entfernt. Und jetzt haben wir hier drin natürlich unsere Pickups und die selektiere ich jetzt gleich mal beide an. Die ziehen wir nach oben und mit der Ende-Taste nach unten, damit die wieder sauber drin liegen, weil wir haben ja jetzt einen Steg und kein Supergrid mehr da. Gut, an dieser Stelle haben wir sowieso dann wieder die Probleme mit dem 3D, 2D. Ich würde sagen, hier bauen wir das dann noch aus. Die Geschichten da, das ist der Umschalter selber. Die werden wir auch erstmal positionieren, beide selektieren nach oben die Ende-Taste. Da kommt unser Player nicht durch, er hat die 500er Lauflinie. Nur ich möchte jetzt hier, da haben wir letztes Mal noch 45 Grad gehabt. Das heißt, das geht dann in so eine Position, wo man nicht mehr wirklich gut sieht. Da werde ich jetzt auf 135 spaßhalber mal umschalten. Und der drüben steht ja sowieso auf 90, sodass wir in die richtige Richtung schauen. So, dann machen wir ein File, Save All und dann würde ich an dieser Stelle jetzt einfach mal so einen Steg hinbauen. Das heißt, ich trenne mich mal von dieser Geschichte, dann suche ich mir hier so einen Steg raus und dann werde ich den einfach mal kopieren und zwar ziehe ich den mit Alt von Y raus und dann drehe ich den einfach mal so rum. Aufpassen, dass oben hier die Grad meinetwegen auf 10 eingerastet sind, dass das Ganze auch seinen Sinn macht. Und dann versuche ich das Ganze irgendwie wieder hier ranzuschieben, wo es einigermaßen sinnvoll ist. Ich denke mal, mit dem Pfosten in der Mitte wäre es nicht so toll, aber so um den Dreh kann ich schon arbeiten. Gut, dann kann ich das Ganze noch ein Stückchen nach hinten schieben. So, dann ist es einigermaßen sauber gedockt. Und jetzt muss ich natürlich an dieser Stelle das Ganze hier auch anpassen. Das heißt, ich gehe mit dem vielleicht ein bisschen rüber, ziehe es hoch, mache die Ende-Taste und diese Geschichten hier vom Ausgang, das liegt eigentlich schon ganz gut am Pfosten. Man kann natürlich auch immer hier die Perspektive umschalten, zum Beispiel auf Front an der Stelle und dann schaut das Ganze aktuell einfach mal so aus und dann würde ich sagen, wäre die Left wahrscheinlich sinnvoller. Das ist dann die Geschichte, dass man das Ganze dann auch sieht, wie das dementsprechend auch ausgerichtet ist. Also das ist ganz dir überlassen, was du da für Tools nutzt. Du hast hier oben auch die Möglichkeit, hier oben rechts umzuschalten auf alle Views und die du wieder haben möchtest, da einfach hier oben immer rechts auf dieses Bildschirm-Icon klicken. So, also ich lasse die einfach mal so stehen, weil ich mache das ein bisschen fast and dirty, damit das nicht zu lang dauert. Und an der Stelle natürlich klar, muss ich breiter werden. Ich schalte aber jetzt hier einfach mal diese Geschichten aus mit dem Rastern, weil ich möchte es natürlich sauber so ziehen, dass das Ganze hier auch richtig sitzt. Ein- und Ausgangsrichtung sind natürlich in Ordnung und das Gleiche mache ich dann bei dem hier. Das ziehe ich so rüber, dass der Player hier im 3D-Modus nicht wirklich mogeln kann.
Gut, dann habe ich das soweit schon mal drin und dann müssten wir eigentlich, weil die Eintrittsrichtung ist ja sowieso noch von unserem Prototyping alles so wie es war. Das heißt, wir gehen nochmal auf File, Save All und dann gehen wir einfach mal auf Play. So, gut, dann können wir hier schon mal laufen, ein paar Energy Points einsammeln, ein bisschen Power, Press E to Interact, jetzt laufe ich aber erstmal weiter, genau, dann dreht sich meine Kamera in die Richtung um und jetzt laufen wir einfach mal wieder zurück. Und dementsprechend können wir E to Interact, genau, die Kamera geht in Behind unserem Player und dementsprechend können wir jetzt hier sozusagen so laufen. Gut, dann haben wir das soweit schon mal erledigt, das ist ja schon mal nicht so verkehrt, genau, die Umschalter funktionieren auch und dann werden wir einfach noch ein bisschen so ein paar so Rocks platzieren. So, dann schauen wir einfach mal, was wir da so zur Auswahl haben. Wir sind ja gerade noch bei unserem Low Poly Tropical Environment, da gibt es auch so ein schönes Small Boat, das könnten wir auch benutzen. Das heißt, wenn ich das reinziehe, ist das natürlich blöd jetzt von mir, aber ich müsste hier oben erstmal die Default ausschalten, damit ich das Ganze nicht bei 500 lande. So, ich gehe mal in die Nähe vom Steg, dann weiß ich wenigstens, wo es ist und dann dementsprechend werde ich das einfach mal so aufs Wasser absenken und dann soll der Player in der Lage sein, dass er auch da drauf springt und das sozusagen mit benutzt. So, dann werden wir das ein bisschen über Wasser halten. Ich denke, das macht so Sinn einigermaßen. Es läuft gleich Wasser rein. Okay, das Boot ist nicht so abgeriegelt. Ich lasse es einfach mal so stehen. Gut, dann werde ich es trotzdem per Doppelklick mir mal anschauen, was es denn für Kollisionen hat. Das heißt, ich klicke es mir mal hier oben ein und hier habe ich Number Collision Primitives 1 und die lasse ich mir natürlich mal anschauen. Das ist eine Simple Collision und das wäre jetzt doof, weil dann würde der Player hier oben so auf der grünen Linie praktisch über unser Boot laufen. Und aus diesem Grund werde ich die Collision hier unter Collision removen, Remove Collision und dann gehen wir auf Collision. Wir sehen jetzt, hier steht 0 hier drüben jetzt plötzlich. Und dann werde ich das Ganze erstmal kurz speichern und Auto-Convex Collision. Das heißt, wir nehmen diese Geschichte hier. Dann haben wir hier unten Convex Decomposition und die 4 und 16, die kann man so lassen. Ich gehe da meistens nur auf Apply und Unreal sucht sich dann praktisch die besten Boxen aus, um das Objekt zu umfassen. Und man sieht auch, das ist schon super gelöst und so können wir drauf laufen und auch damit arbeiten. Gut, dann gehen wir mal auf Speichern und wieder zurück auf unserem Level und jetzt suchen wir uns einfach mal ein paar Rocks raus. Das heißt, ich gehe auf Content und dann gebe ich hier ein Rock. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Da können wir einfach mal scrollen. Wir haben ja hier ein paar sogenannte Single-Rock-Geschichten zum Beispiel. Wir suchen ja eigentlich nur nach Static Meshes. Das heißt, wir können hier drüben auch im Suchfilter mal auf Static Mesh umschalten, dass wir uns da nicht so großartig durchwühlen müssen und dann mache ich das Ganze hier ein bisschen größer. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir ein paar von diesen hier rein zum Beispiel. Ich nehme jetzt einfach mal so ein, ich versuche den auch mal da drüben so beim Boot zu platzieren, dass der nicht ganz so weit weg ist von dem Szenario, was ich mit dem vorhabe. Und den schiebe ich mir jetzt mal so rein. Das heißt, ich könnte ja wahrscheinlich dann da auch drauf springen. Jetzt könnte man wieder einen anderen nehmen oder den gleichen. Ich nehme jetzt einfach mal den gleichen, dann habe ich nicht so oft das Problem mit der Collision-Überprüfung. Du kannst verschiedene nehmen, aber denk dran, immer die Kollision mit überprüfen. Den mache ich jetzt einfach mal ein bisschen höher an der Stelle, dass man da so hoffentlich dann auch drauf kommt. Die Collision müssen wir natürlich testen auch. So, dann Doppelklick auf den Single Rock One und jetzt haben wir hier wieder Number Collision Primitiv 1 und wenn wir hier auf Show gehen, Simple Collision, das sieht mehr aus wie eine Box, wenn ich ehrlich bin. Das muss daran liegen, dass wir hier auf der 4er Version praktisch auf die 5er hier das Ganze importiert haben, weil so dürfte das eigentlich gar nicht aussehen. Die Frage ist natürlich, funktioniert es so wie es ist? Dann können wir es auch so stehen lassen. Das bedeutet, wir können einfach mal einen Test machen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach mal zu einem meiner Rocks und dann sage ich hier mal ein Play from here und dementsprechend sollte mein Player eventuell draufstehen. Ich drücke mal die Taste M, damit ich in den 3D-Modus umschalten kann und ja, ich kann eigentlich laufen, ich kann rüberspringen. Das sieht eigentlich alles so aus, als würde es funktionieren in dem Bereich. Gut, dann gehe ich mal so am Rand hin, da gehe ich auch leicht runter und dann falle ich natürlich ins Unendliche und stürze dann auch.
Gut, dann lassen wir die Collision einfach mal so, wie sie ist. Ich klicke hier mal drüben im Outliner auf Single Rock 1 doppelt, damit ich wieder an die Position komme, wo ich jetzt einigermaßen war. Und jetzt möchte ich an dieser Stelle einfach mal noch so eine Plattform, die haben wir ja auch schon mal gesehen. Ich trenne mich mal vom Suchbegriff und gebe einfach mal ein Plattform. So, das wird meine Plattform. Hier sind sie auch schon und da können wir uns natürlich eine mal raussuchen. In dem Fall würde ich mal sagen, nehme ich einfach mal die erste, das ist ja vollkommen egal. Ich lege sie mal in die Nähe von allem, dass sie auch da ist und auch ein bisschen weiter rüber und ich werde sie auch ein bisschen nach oben skalieren. So, jetzt wäre natürlich der Test, dass man hier dann nicht drüber springen kann. Ich würde sagen, dass man da einfach unseren Gravity Booster verwenden muss. So, das werden wir natürlich auch gleich testen, da kommen wir gar nicht drum rum und natürlich ist das, glaube ich, ein PBR-Material, das würde ich jetzt gern noch bestücken über eine sogenannte Materialgeschichte, das heißt, ich werde mal den ganzen Filter resetten oder nee, ich gehe einfach mal auf Material, Static Mesh klinke ich aus und dann suche ich unter Material einfach nach Rock und da gibt es auch schon ein paar, zum Beispiel das M-Rock hier, das kann ich hier direkt reinziehen und mit dem bin ich jetzt einfach hier zufrieden, weil wie gesagt, ich werde das jetzt nicht in High Poly und High Res Texture Materialgeschichten ausarbeiten. So, dann testen wir das Ganze mal aus, ob wir da auch hinkommen. Das heißt, ich mache ein Play from here, ich brauche erstmal ein paar Power-Up, da habe ich schon 2 eingesammelt, dann mache ich E to Interact. Dann laufe ich hier mal rein, auf mein Boot komme ich ja simpel drauf, dann kann ich hier drauf springen und ich glaube, hier werde ich nicht rüberkommen. So, dann drücke ich mal die 2 Gravity Boost und dann habe ich auch die Möglichkeit hier drauf zu springen. So, super, dann werden wir jetzt einfach noch diesen Block hier einfach mal durchkopieren. Natürlich sollten wir uns auch die ganze Geschichte mit der Kollision mal anschauen, wie die denn aufgebaut sind und jetzt zuerst einmal hier löschen im Suchbegriff und die ganzen Filter hier oben resetten, damit wir da später nicht durcheinander kommen. Gut, im Outliner hier auf diese Plattform rechte Maustaste und dann Edit SMT Plattform 1 oder wahlweise einfach die Ctrl und E-Taste. Dann sind wir an der Stelle, hier haben wir wieder Number of Primitives 1, was ja wiederum nicht stimmen kann, das kommt wahrscheinlich auch wieder aus der 4er Version, bei den Simple Collisions sind es auch mehr, aber in Wahrheit sieht es aus wie sogenannte Convex. Dann lassen wir das Ganze genauso stehen, wir haben ja gesehen, dass wir da schön sauber drauf springen können. Gut, dann werde ich die Rocks einfach zumachen. Beim Boot haben wir ja gesehen, hat das Ganze ja sauber sich neu angepasst, aber bei den Rocks habe ich das Gefühl, ist es eigentlich schon drin, obwohl es nicht wirklich wahrgenommen wird, aber es funktioniert. Ich habe auch schon mal probiert, das wegzunehmen und dann kommt am Schluss irgendwie gar nichts mehr so richtig raus. Gut, dann lassen wir es so stehen, es funktioniert. Du kannst natürlich jeden anderen Rock nehmen, wenn du noch welche rumliegen hast, ne, von der Quixel Bridge. Also ich habe auch noch ein paar hundert rumliegen, die müsste ich mir nur aus anderen Projekten praktisch rüber kopieren. So, dann drehe ich das einfach ein bisschen rum und dann habe ich mir gedacht, wir haben ja unser Advanced Village Pack und da gibt es ja die Meshes und da gibt es, glaube ich, so einen Steg oder so eine Bridge, genau, da gibt es 3 Varianten sogar dazu. Da reicht jetzt erstmal eine, ich ziehe die mal hier so hin, damit sie auch in der Nähe ist und dann drehe ich die einfach mal so um 90 Grad und dann schiebe ich mir die hier einfach mal so raus. Gut, ich kopiere mir die jetzt durch, du kannst auch die Varianten durchkopieren natürlich, du kannst natürlich das wechseln, wir haben sogar 3 zur Auswahl. Mir reicht es jetzt einfach mal für den Anfang, dass ich das Ganze so mache und dann dementsprechend schiebe ich den noch ein bisschen weiter weg oder ich drehe mir den noch ein bisschen so rein. Vielleicht sollte ich mich mal von der Rotationsfixierung trennen, dass das Ganze einigermaßen dann so sauber drin liegt. So, das sieht noch nicht ganz so aus, wie ich es gerne hätte. Das heißt, ich schiebe das noch ein bisschen rüber, wollte ich eigentlich machen, dass ich es so mache und dann dementsprechend komme ich dann hier auch ganz gut an, weil ich möchte ja dann später hier mal mein Schwert platzieren. So, dann haben wir die Geschichte schon mal aufgebaut und dann werden wir uns jetzt noch eine Landscape mit ins Spiel nehmen, damit wir uns noch ein bisschen besser austoben können. Das heißt, wir gehen hier oben, zuerst mal auf File, Save All und dann bei Selection Mode schalten wir um auf Landscape. So, jetzt kriegen wir hier ein Angebot und zwar, ich mache das hier mal ein bisschen kleiner, wir haben jetzt 63 auf 63 Watts
und das ist mir natürlich, man sieht es proportional ein bisschen zu viel. Das heißt, ich gehe mal runter auf 31, 31 und ich muss natürlich auch mein Kameratempo ein wenig erhöhen, damit ich da ein bisschen besser hin und her fahren kann. Jetzt schaue ich mir mal an, was die 15 auf 15 machen, das ist mir zu wenig. Man kann natürlich nachher noch welche dazu addieren, da gibt es auch einen sogenannten Add-Knopf hier, aber im Endeffekt bleibe ich dann bei den 31 auf 31. So, dann schiebe ich mir die gleich irgendwie so hin, wie ich sie brauchen kann. Das heißt, ich werde sie so ein bisschen rüberschieben, dass ich das da hinten auch abriegeln kann und dann mache ich das praktisch einfach mal so und dann gehe ich hier so rein und ja, das Wasser werden wir wahrscheinlich noch ein bisschen größer brauchen. Das heißt, ich lege es einfach mal so hin und dann gehe ich hier raus und da ist mein Steg und dann sage ich einfach, meine Landscape ist dann ein bisschen so, dass sie dann dem Ganzen überlappt, aber wir können sie dann auch nach dem Createn natürlich noch sauber positionieren. Ich gehe jetzt hier einfach mal runter, hier habe ich mein Wasser, wir haben hier keinen Schaum am Rand, das ist natürlich, das liegt jetzt einfach an dieser Waterplane und dann würde ich das einfach mal so irgendwie stehen lassen, dann können wir das Ganze auch schön sauber abriegeln. Ich gehe mal ein Stück so rein und dann gehe ich einfach mal auf Create. So, jetzt werde ich einfach versuchen, das Ganze etwas abzuriegeln. Jetzt schaue ich mal, wo meine Plattformen sind. Die sind hier. Das bedeutet, ich werde jetzt nochmal kurz in den Selection Mode gehen, gehe auf Landscape und wird die ganze Landscape noch ein Stück rüberschieben, so dass ich hier meine Geschichte da auch überlappe mit meinen ganzen Plattformaktionen. So, dann natürlich kurz auf Speichern und dann gehe ich wieder rüber auf Landscape und jetzt können wir hier natürlich scalpen und jetzt müssen wir natürlich aufpassen, wir haben hier die 2048 in der Brush Size, wir haben eine Tool Strength von 0,3 und einen Fall Off, damit das einigermaßen smooth abläuft. Dann können wir natürlich hier mal so versuchen, ein bisschen Berge hinzubauen, die das Ganze einigermaßen abriegeln werden. Die können wir natürlich später auch noch ausschmücken mit irgendwelchen Rocks, aber so im Endeffekt möchte ich so eine Art Küstenlinie erzeugen, damit das Ganze einigermaßen so wie so eine Bucht aussieht. Gut, jetzt muss ich natürlich mal runter mit meiner Tool Strength, das ist viel zu hoch, damit ich hier auch so ein bisschen so rauf und runter wackeln kann, damit das Ganze auch nicht gar so kantig aussieht. Und das versuche ich hier mal ganz smooth so durchzudrehen. So, einfach mal ein bisschen so rumzuschieben und dann schaue ich mir das Ganze an, wie das aussieht. Gut, hier habe ich so einen Cut mit drin. Das ist die Frage, wenn man hier steht, wie sich das auswirkt. Ich glaube, das werden wir so gar nicht wirklich sehen, weil wir laufen ja von links nach rechts. Also ich würde sagen, das ist eine Feintuning-Arbeit, die überlasse ich dann komplett dir. Und an dieser Stelle natürlich möchte ich auch einen Sand dazu tun. Das heißt, ich gehe auf Content, ich suche hier einfach mal nach Sand. Da wird schon irgendeiner Set irgendeinen mitgebracht haben. Hier haben wir Sandstone, wir haben Sand, wie schauen die alle aus? Material, oh la la, keine Ahnung. Ich gehe einfach mal auf Landscape, aber hier drüben erstmal auf Selection und dann ein bisschen runter und da gibt es dann dieses Landscape Material. Und da können wir die einfach mal der Reihe nach mal so reinziehen und dann mal so schauen, was die so machen. Und das sieht mir praktisch nach gar nichts aus. Jetzt schiebe ich das nächste Mal rüber. Gefällt mir auch nicht. Dann gibt es eine Material Instance. Die ist ein bisschen grob, will ich sagen. Okay, wir probieren einfach mal das durch, was wir haben. Und mit dem werden wir arbeiten, mit dem können wir nicht. Das ist eine Materialfunktion. Okay, ich nehme die nächste, einverstanden. Und das ist die M-Sand. Die sieht auch wieder so aus. Und dann gibt es noch den Sandstone, hätten wir noch im Angebot. Dann würde ich sagen, bleibe ich bei dem Sandstone. Ich werde es auf jeden Fall auch noch ausschmücken, wenn du von der Quixel Bridge dir dann, also Quixel Bridge gibt es ja nicht mehr, wenn du dir dann praktisch von Fab kannst du dir wahnsinnig schöne Thai Beach Sands Geschichten runterladen, musst halt dann das Material aktuell dir selber mal zusammenknüpfen. Gut, dann habe ich das soweit schon mal fertig und dementsprechend würde ich mich jetzt einfach von ein paar Sachen trennen. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal die Geschichten hier oben einfach mal raus. Das brauche ich an der Stelle eigentlich gar nicht und dann würde ich sagen, holen wir uns mal so ein paar so Gegner runter. Das machen wir später, die legen wir selber rein. Das heißt, ich werde mich von dem Ganzen hier einfach mal trennen und natürlich aufpassen, dass du jetzt nicht aus Versehen den Ozean löscht. So, die Röhre lasse ich mal, weil das war ein bisschen ein Aufwand am Anfang,
so dass wir da praktisch, man kann ja auch mit der Steuerung-Taste Multiselect spielen, so dass wir da die Röhre noch zur Verfügung haben und nicht wieder gleich so aufbauen müssen. So, dann habe ich hier noch so einen Cube und den habe ich noch. Das ist ja nicht so schlimm, das kann ja noch rumliegen. Und dann habe ich hier noch so eine komische Moskito-Sache von den Monstern und dann diesen Elevator mit Start Point. Gut, meinen sogenannten Tube Riding System mit Gravity lasse ich einfach mal an der Stelle stehen und dann gehen wir einfach mal auf File, Save All und dann playen wir das Ganze mal durch, ob wir überhaupt bis dahinter kommen. Das heißt, ich laufe jetzt mal so her, hole mir meine 2 Power-Ups und dann mache ich ein E to Interact. Dann laufe ich hier mal rein, aufs Boot springe ich von alleine, das ist schon mal angenehm. Hier gehe ich hoch, hier gehe ich hoch. Ne, hier falle ich runter, das ist ganz schlecht, hier stehe ich jetzt unter Wasser. Das werden wir aber noch abriegeln. Das heißt, so viel Zeit muss sein. Ich versuche es einfach nochmal schnell von vorne. So, gut, dann auf E und dann dementsprechend laufe ich hier rein. Ich gehe auf mein Boot, dann springe ich hier hoch, dann springe ich hier rüber, dann hole ich mir mit der Taste 2 meinen Gravity Boost, dann komme ich auch hier rauf und jetzt schauen wir mal, was der Steg so macht oder in dem Fall die Bridge und die ist auch super lauffähig, das sieht alles ganz gut aus, man kann hier auch bis zum Rand und dann wird es schon knapp wahrscheinlich, ja genau, also diese Convex-Geschichten, die nicht als Convex angezeigt werden, funktionieren praktisch an dieser Stelle und dann würde ich sagen, okay, das war es jetzt mal soweit mit dem Aufbau. Und wie immer gerne am Schluss würde ich ein bisschen aufräumen, das Sand zu löschen und dann haben wir hier drüben im Outliner doch ein bisschen was zu tun. Das heißt, ich klappe jetzt erstmal alles zu, was wir schon aufgeräumt haben und hier haben wir unser Ocean Water, das sind unsere Power Child Geschichten praktisch für Power und dann gibt es wahrscheinlich noch welche für Health. Die haben wir natürlich auch irgendwo drin, da müssten wir mal nachgucken, wo sind denn unsere Power Health eigentlich gerade? BP Power Child. Edit, jetzt gehe ich da mal ein bisschen rüber und haben wir die nicht schon in die Pickups reingelegt? Hier haben wir die Health und die Power Child. Ach so, ich habe noch ein paar zusätzliche, das heißt, ich werde die zweimal hier selektieren und dann Move to Pickups, dann sind die hier schon mal aufgeräumt und dann haben wir hier die Switches, die ganzen 2D, 3D Switches und den Switch Buben und bis hier unten würde ich mal sagen, das wird einfach auch ein neuer Ordner, Move to Create New Folder und das wird unser 2D, 3D Switch, ich nenne einfach mal Switch, 2D, 3D Switch. So, dann sind die auch schon drin. Die Pickups können wir zuklappen und dann haben wir an der Stelle noch diese ganzen Sachen wie Landscape lassen wir, Player Start, aber die Single Rock Geschichten mit der Bridge und dem Ganzen bis hier unten bis zur Plattform, die bekommen jetzt mal, würde ich sagen, die markieren wir uns mal über die Shift-Taste. Das wird jetzt unser Level Mesh oder Level Prototype. Ich gebe dem Ganzen auch einfach mal Move to und dann Create New Folder und dann sage ich einfach mal Level Assets. So, einfach mal so. Wir können das ja immer noch umbenennen. Und jetzt habe ich hier noch Supergrid Centered Boxen dazu gemacht anscheinend. Die liegen hier rum, die haben wir im letzten Kapitel schon hinzugefügt. Die werden wir vielleicht noch bearbeiten oder löschen, das weiß ich noch nicht. Die kommen jetzt einfach alle einfach mal in den Ordner Prototyping hinein. So, dann sind die da auch schon drin und jetzt schauen wir da schon wesentlich sauberer aus wieder an dieser Stelle. So, dann gehen wir mal einfach auf File und dann auf Save All und dann wie üblich auf All Content, rechte Maustaste, Update Redirectors. Es ist nichts passiert, also alles war gut und dementsprechend würde ich sagen, das war es jetzt mal für diesen Abschnitt und ich hoffe, es hat dir wie immer Spaß gemacht und gefallen und über ein Abo und einen Like würde ich mich natürlich sehr freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Also haut rein, bleibt cool und bleibt am Ball. Tom verabschiedet sich. Bis zum nächsten Mal. Bei Fragen und Anregungen wie immer unter dem Video einen Kommentar hinterlassen. Und bitte nicht vergessen, ein Like und ein Subscribe, wenn es dir gefallen hat.